WoW HC-Server noch down, wann endlich Flive HC-Server? Ich glaube kaum, dass das irgendjemand spielen würde. Was wäre da der Anreiz? Flive-Spieler brauchen immer einen lohnt sich. Sonst spielen sie nicht. HC verloren wegen Portbugs. Und das. Und das. Höhere Droprate. Auf einem Server, wo du mit einem Schlag alles verlierst, höhere Droprate. Was wäre das denn für ein Anreiz? Dafür gibt es doch schon den FEC außerdem. Was will ich mit Droprate auf einem Server, wo auf einen Schlag alles weg ist? Ich meine damit irgendeinen Titel. Prestige oder so ein Scheiß. Oder wie auf dem FEC, wo du halt irgendwas bekommst, was du dann auf deinen normalen Server übertragen kannst. Wenn, dann bräuchtest du sowas, sonst wirst du niemals irgendjemanden damit hooken. Da, wie gesagt, Flive-Spieler immer etwas brauchen, das sich in Anführungszeichen lohnt. Was ist die Nummer 1 Frage in Flive? Lohnt sich XY? Lohnt es sich zu blablablub? Wann lohnt sich bliblablab? Also ist das die Frage, mit der Gala eigentlich alles, was sie tun, beginnen sollten. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie das auch machen. Zum Beispiel Leveln in Kailun. Aufgrund von den Dailies, ist doch in jedem Game so. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Was ist denn in League of Legends? Was ist in League of Legends? Neues Beispiel. Du zockst ein Normal Game. Wo lohnt sich das? Da spielst du rein aus Spaß, I guess. Es gibt wirklich ein paar Freaks, denen das Spaß macht anscheinend. Ich würde sagen, in den meisten Games ist es so, dass du sie spielst, weil sie dir tatsächlich Spaß machen. Und das ist der überwiegende Grund. Und in Flive natürlich grundsätzlich auch. So, natürlich. Aber in Flive hast du immer... Ich meine, du könntest so viele Sachen in Flive machen, die theoretisch just for fun sind. Tatsache ist aber, sie macht keiner, weil sie sich nicht lohnen. Also, das Mindset ist schon ein anderes in Flive. Ich meine, gut, League of Legends, ja gut, aber ich meine, ist eine andere Art von Spiel. Aber es gibt ja Ranked und Non-Ranked und man könnte natürlich hinterfragen, ja, was bringt mir Non-Ranked? Da habe ich ja nichts von. Trotzdem spielen es Millionen von Leute jeden Tag zum Beispiel. Ergo spielen sie es just for fun. Ohne der Frage nachzujagen, ob es sich lohnt. Und ich denke, viele Spiele sind da eher so, dass der überwiegende Faktor Spaß ist, sondern Flive ist der überwiegende Faktor eher, ob es sich lohnt. Weil sämtlicher Content, der Lifestyle zum Beispiel, Lifestyle kann man sagen, lohnt sich definitiv nicht. Das kannst du an objektiven Faktoren festmachen, dass sich das nicht lohnt. Die eingesetzte Zeit, das eingesetzte Geld für das, was du aus deinem Lifestyle-System bekommen kannst, ist ein schlechter Witz, um ehrlich zu sein. Und trotzdem machen es Leute, aber halt nur ganz, ganz, ganz wenige. Weil die überwiegende Mehrheit sagt, lohnt sich nicht. Ganz einfach. Und Flive-Spieler, wie gesagt, die... und ich denke, ich kann das etwas besser beurteilen als Sie, Mr. Hokage, fragen immer nur nach dem, lohnt es sich? Das ist die Nummer 1 Frage bei jedem Thema. Lohnt sich FEC? Lohnt sich XY? Lohnt sich dieser Dungeon? Lohnt sich was auch immer? Lohnt sich Jester? Lohnt sich Blade? Es ist immer, lohnt sich's. Es ist nie die Frage, was macht am meisten Spaß? Ich glaube, die habe ich noch nie gelesen. TBH, in 12 Jahren hat mir, glaube ich, noch nie jemand die Frage gestellt, was macht eigentlich am meisten Spaß? Denn in Flive wird der Faktor Spaß ersetzt durch den Faktor, ob es sich lohnt. Also würde ein Hardcore oder irgendein Server mit so einem System
würde immer nur dann erfolgreich sein oder Früchte tragen können, wenn du eben irgendeinen Anreiz bietest, bei dem die Leute dann sagen, lohnt sich. Oder auf die Frage, lohnt es sich, ist die Antwort, ja, weil du irgendwas bekommst. Und wie gesagt, eigentlich müsste Gala mit diesem Gedanken im Kopf sämtlichen Content designen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das jemals gemacht haben. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sie ihre eigene Community nicht wirklich gut kennen, weil sie kaum mit ihnen kommunizieren.